Herzlich willkommen. Heute werfen wir einen genauen Blick auf das Reizdarmsyndrom. Ein Zustand, der oft missverstanden wird, obwohl er das Leben der Betroffenen wirklich massiv beeinträchtigen kann. Wir werden hier die wissenschaftlichen Grundlagen beleuchten, um zu verstehen, was wirklich dahinter steckt. Stellen Sie sich mal diese Frage vor, denn genau sie trifft den Kern des Problems. Es geht nämlich nicht um einen sichtbaren Schaden im Körper, sondern vielmehr um eine Störung in der Kommunikation, quasi einen Fehler im System. So, das ist die formale Definition. Das entscheidende Wort hier ist aber funktionell. Das bedeutet, dass bei Standarduntersuchungen, zum Beispiel bei einer Darmspiegelung, einfach keine Schäden gefunden werden. Das Problem ist also nicht die Hardware, sprich die Organe, sondern die Software, also die Steuerung und die Signalverarbeitung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Um das Reizdarmsyndrom also wirklich zu verstehen, müssen wir uns das zentrale Kommunikationssystem des Körpers genauer ansehen, die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Lassen Sie uns mal herausfinden, warum diese so wichtige Verbindung aus dem Takt geraten kann. Und wissen Sie, das ist keine Übertreibung. Der Darm hat nämlich sein eigenes riesiges Nervensystem. Man nennt es das enterische Nervensystem mit Millionen von Neuronen. Es arbeitet zu einem großen Teil autonom, steht aber in einem ständigen, direkten Austausch mit unserem Gehirn. Im Normalfall funktioniert diese Schleife so. Es ist ein ständiger Dialog in beide Richtungen. Der Darm meldet seinen Zustand, das Gehirn verarbeitet diese Information und schickt dann Anweisungen zurück. Ein eigentlich perfekt abgestimmtes System, das völlig unbewusst abläuft. Nun, durch chronischen Stress oder auch durch traumatische Erlebnisse kann das Gehirn in einen Zustand übersteigerter Wachsamkeit geraten. Das ist diese sogenannte Hypervigilanz. Und plötzlich werden ganz normale Verdauungsprozesse wie die Dehnung des Darms durch Gase als bedrohlich oder sogar als schmerzhaft fehlinterpretiert. Das gesamte System befindet sich dann im Alarmmodus. Diese Hypervigilanz entsteht natürlich nicht aus dem Nichts. Sie wird durch verschiedene Faktoren regelrecht befeuert. Dazu gehört zum Beispiel eine neurologische Überempfindlichkeit der Schmerzrezeptoren im Darm oder auch unterschwellige Entzündungen nach Infekten. Ein Ungleichgewicht der Darmbakterien kann auch eine Rolle spielen, genauso wie eine Störung im Serotoninhaushalt, der ja zu 95% im Darm gesteuert wird. Aber das Reizdarmsyndrom betrifft eben bei weitem nicht nur den Bauch. Seine Auswirkungen sind systemisch, das heißt im ganzen Körper spürbar. Ein Aspekt, der leider viel zu oft übersehen wird. 90%. Diese Zahl wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas abstrakt, aber sie beschreibt die enorme kognitive Last, die das Reizdarmsyndrom verursachen kann. Eine Belastung, die weit über reine Verdauungsprobleme hinausgeht. Diese Analogie aus der Computerwelt, die veranschaulicht wirklich brillant, was Betroffene oft als Brain Fog, also als eine Art Nebel im Gehirn beschreiben. Stellen Sie sich vor: Die ständige Verarbeitung von Schmerz- und Alarmsignalen aus dem Darm verbraucht immense mentale Ressourcen. Konzentration, Gespräche, ja sogar einfache Arbeit werden zur Qual, weil die kognitive Leistung permanent gedrosselt ist. Dieser direkte Vergleich macht es ganz deutlich. Neben den klassischen Symptomen, die jeder kennt, wie Schmerzen und Blähungen, stehen oft die systemischen Folgen im Vordergrund. Also eine lähmende chronische Erschöpfung, kognitive Beeinträchtigungen und manchmal sogar Schmerzen am ganzen Körper. Wie kann man also ein so komplexes Problem überhaupt behandeln? Nun, der Schlüssel liegt in einem integrativen Ansatz. Das Ziel ist es, das gesamte System neu zu kalibrieren und die fehlerhafte Software sozusagen zurückzusetzen. Die Behandlung stützt sich im Grunde auf 3 Säulen. Erstens die Ernährung, oft nach dem sogenannten FODMAP-Konzept, um den Darm mechanisch zu entlasten. Zweitens gezieltes Stressmanagement, um diese Alarmbereitschaft des Nervensystems zu senken. Und drittens eine medizinische Regulation, die ganz gezielt in die gestörten Signalwege eingreift. Und dieser Punkt hier, der kann gar nicht genug betont werden. Solange das Nervensystem externen Bedrohungen ausgesetzt ist, sei es Lärm, Angst oder Konflikte, verharrt es im Kampf- oder Fluchtmodus. In diesem Zustand ist eine Heilung der Darm-Hirn-Achse biologisch schlicht unmöglich. Ein sicheres Umfeld ist daher die absolute Grundlage für jede Besserung. Was bedeutet also Heilung in diesem Kontext? Es geht darum, eine stabile Besserung zu erreichen und dadurch die Lebensqualität wieder zurückzugewinnen. Heilung bedeutet beim Reizdarmsyndrom das Erreichen einer stabilen Remission. Das Ziel ist also nicht die völlige Abwesenheit jeglicher Symptome für den Rest des Lebens, sondern die Rekalibrierung des Systems, sodass ein normales Leben wieder möglich ist. Und dieses Ziel, das ist bei konsequenter Umsetzung der Maßnahmen absolut realistisch.
Sobald das Nervensystem wieder echte Sicherheit erfährt und die Reize von außen reduziert werden, beginnt die neurobiologische Neukalibrierung. Aus Erfahrung wissen wir, dass dieser Prozess unter stabilen Bedingungen einen Zeitraum von mindestens 8 bis 12 Wochen benötigt, um eine wirklich spürbare und nachhaltige Besserung zu erzielen. Das führt uns zu einer abschließenden wichtigen Frage. Die intensive Beschäftigung mit dem Reizdarmsyndrom zeigt uns nämlich sehr eindrücklich, wie untrennbar körperliche und psychische Gesundheit miteinander verbunden sind. Vielleicht liegt im Verständnis dieser komplexen Darm-Hirn-Achse ja nicht nur der Schlüssel zur Behandlung dieser einen Erkrankung, sondern ein ganz fundamentaler Baustein für das Wohlbefinden von uns allen.